Wasser gibt es eigentlich nichts auf dem Campingplatz. Also es gibt auch keinen Strom, kein Wasser. Aber es gibt eine mega schöne Toilette. So ein Klohäuschen, was perfekt sauber ist. Immer Toilettenpapier da ist. Und man denkt sich, krass, also sowas gibt es auch. An öffentlichen Seen gibt es öffentliche Toiletten, die so mega gut gepflegt sind. Fiel mir nur noch mal gerade ein, weil wir hatten ja auch schon andere Toilettensituationen jetzt hier auf der Reise. Und noch ein bisschen Abortphilosophie. das ist ein bisschen Abortphilosophie von mir. Und ich muss sagen, ich habe mich hier richtig wohl gefühlt mit dieser Toilettensituation. Auch mit der Badesituation, dass man hier einfach schwimmen gehen kann. Boah, auf der anderen Seite ist mal krass, man zurück will, das dauert ja ewig. Ja, ich bin das erste Mal in meinem Leben in Polen. Mein Bruder auch. Der Hey, Polen-Performance, Premiere, also Polen-Premiere für die Polen-Performance. Hier kann man ja hier rechts rein, aber das sieht alles sehr voll aus. Und das ist zu schmal da für unseren Polen. Polen. Ein Funken Fantasie in die Realität splittern. Also zwei Figuren, die zwar natürlich, wenn man sie dann sieht, so die nach Kostüm aussehen, die aber trotzdem eine Art von Realität in ihrer Fantasie haben. Der Versuch zu beschreiben, was ich persönlich mit dieser Arbeit verbinde, ist, ich glaube, durch die Verwandlung, die natürlich primär durch das Kostüm, durch die Exaltiertheit, durch dieses Extrem mit also andere Zähne, andere Haare, eine Brille, ja, also diese komplette Verwandlung eigentlich der eigenen Physiognomie auch. Durch die Verfremdung anders im Jetzt, in der Fremde da sein zu können. Weil sozusagen meine eigene Logik, meine eigene Bewegungsmechanik, meine ganze Gewohnheit, meine gesamte Gewohnheitsstruktur versuche ich damit auszuhebeln. Unser Prinzip für die heutige Street Performance hier im ersten polnischen Spielort ist ganz wichtig, die Selbstvergessenheit wieder zu finden. Die Kamera vor allem zu vergessen, die Kamera wegzulassen. Kamera, Kamera. Und dadurch jemand anderes zu werden. Ich hoffe, mein Bruder hört mir zu und lacht. Und dass Paul und ich uns wieder komplett auf das Spiel zwischen uns und die Umgebung einlassen und da wieder fein werden. Und auch natürlich in der Lage zu sein, mit völlig fremden Menschen in direkten Kontakt zu treten, mit denen man nicht so in Kontakt treten würde, wenn man nicht verfremdet wäre, wenn man privat wäre, wenn man also Jonas und Paul wäre. Oh, schön. Dzień dobry. Ohne dass diese Menschen uns als akute Bedrohung empfinden. Zumindest die meisten. Voll mit dem Hund, viel zu groß, war ein Kampfhund auch noch. Ja, wir müssen, glaube ich. Untersuchen, wie wir ganz easy, ganz leicht, ganz langsam, ganz selbstverständlich. Weißt du? Ich mache zu viel Laute, glaube ich, am Anfang direkt und bin viel Ich auch. So einfach so dieses ganz gechillte und ich glaube auch. Und da drüben, wo die Tauben waren und der Platz war,
da war es ruhig, da war es schön. Und da hat es ja dann auch total gestimmt. Ich meine, dann dieser offene Platz, klar, nach der Verunsicherung am Anfang, boah, musste man... Also ich habe innerlich, war ich blutend. Ich habe geblutet voll auch, ja. und habe eigentlich gedacht, so, ey, ich will nur zurück und wusste aber, wenn wir jetzt zurückgehen, dann ist der Frust die ganze Zeit da. Jetzt. Und weil du das auch zum Glück so gesagt hast, ey, versuchen wir es noch einmal, habe ich gedacht, ja gut, dann komm, lass uns noch mal scheitern. Aber dann sind wir eben endgültig gescheitert. Ja, und vielleicht auch wirklich auf den Platz gehen, so wie wir sind. Und dann, du präparierst dich und dann erst vor den Leuten fangen wir an, die Kostüme Die Verwandlung, aufzusetzen. Weil wenn wir dann weiterlaufen, dann sehen eben manche Menschen uns einfach nur auftauchen und wieder verschwinden. Aber da, wo wir anfangen, wirklich den Ort wirklich festlegen und uns erst da und dann auch vor den Leuten, die da sind, kommen wir an. Also wir sind ja so schon auffällig genug. Und dann kann man einfach nur, guck mal, so machen oder keine Ahnung was. Und dann fängt man langsam an, du hilfst mir ja dann, das anzuziehen. Dann sieht man auch, okay, die bereiten was vor. Und dann fangen wir an. Stimmt, so war das jetzt mit den Mädchen. War auch interessant. Gell? Die Mutter mit den 2 Mädchen. Das eine Mädchen war die ganze Zeit so. Die war voll positiv, gell? Die wollte voll zu dir. Und das andere Mädchen hatte voll Angst vor dir und hat sich immer hinter der Mutter versteckt. Diese Kinder symbolisieren gerade die Zerrissenheit des Publikums. Ja. Die einen sind so voll, ey, wow, toll. Die anderen sind so, ey, was geht denn da ab? Da waren wir 2 Außerirdische, die da gelebt haben und die einen Hotdog kaufen wollten. Ja. Da waren wir nicht mehr Paul und Jonas, die eine Performance machen. Und den Moment habe ich so geliebt. Und das war auch gerade für mich total schön, weil wir aus der Mall rausgeflogen sind und dann standen da Jugendliche, ne, auch noch, und dann habe ich gedacht so, oh Gott, ich hatte irgendwie so eine Energie, dann wurden meine Gläser langsam beschlagen, da habe ich dann wirklich auch weniger gesehen. Also nicht richtig beschlagen, aber so nass. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt nicht auf die letzten Meter nochmal so eine aggressive Stimmung, weil ich hatte irgendwie so einen Energiepinch. Und dann fand ich es total schön, dass sie sich fotografieren lassen wollten. Und dann kam mir so eine ältere Frau noch. Entweder trifft es bei Leuten was oder halt überhaupt nicht. Ja. Oder halt auch wirklich auch so, geh weg. So. Ja. Das Schönste war für mich der Moment, also wirklich zu merken, dass wir spielen können. Und da war die Kamera nicht an. Ja. Alright. Er hat gesagt, ich soll einen Hotdog essen gleich. Ich soll mir einen Hotdog bestellen in so einer Hotdog-Bude. Und ich habe ihm gerade versucht zu erklären, dass ich mit diesen Zähnen diesen Hotdog gar nicht richtig essen kann, weil das Fleisch daran hängen bleibt. Jetzt das Ding auf.